schon auf der Abkürzung und nicht mehr am offiziellen Wildmaxwagen, aber wir sagen, das ist der echte, weil wir hatten vorher zum Beispiel gerade keinen Empfang und es fühlt sich mehr nach Wildnis an als vorher. Der Wildmaxwagen ist auch asphaltiert und die Straße ist nicht asphaltiert. Und Also viel wilder. ja, es gibt viele Schlaglöcher. Oh mein Gott, es ist sonnig. Das klingt so. You go to bed, you don't even say goodnight, and when you sleep on the parts of your dreams you used to say that it's me you know best. I thought a girl like you was born to be mine. Wir haben unseren heutigen Schlafplatz erreicht und gerade jetzt kommt das erste Mal heute die Sonne raus und es ist so schön, herrlich. Ist wieder das richtige Wetter für ein Lagerfeuer. Das Feuer ist mittlerweile heruntergebrannt und nutze jetzt noch die letzte Wärme von der Glut, um meinen Körperstamm aufzuwärmen. Und dann geht es schon ab ins Bett. Jetzt ist es schon gedeckt. Oh, und ich glaube, sie machen sich jetzt auf den Weg. Sehr gut. Sind wir bereit? Nicht so wirklich. Die Geräusche, die man da oben aus dem Dachzelt hört, das ist die Karin. Die macht nämlich gerade Untertitel für das nächste Video, das morgen rauskommt. Wenn die Karin damit fertig ist, dann gehen wir auch schlafen. Wann wird das sein, Karin? 5 Minuten. Wundervoll. Und wie spät ist es? Oh, 8:30. Perfekt, oder? Ja. Und wir gehen deswegen so früh schlafen, weil es wird dann recht kalt in der Nacht. Und es ist super angenehm, wenn man quasi noch nicht ausgekühlt ins Bett geht und dann quasi noch ein bisschen Wärme in den Schlafsack mitbringt. Und dann hat man es eigentlich ganz warm bis in der Früh. Das funktioniert super. Es sind ja so viele Gelsen. Oh, ich krieg so große Düppel davon und der Dani gar nicht. Das ist überhaupt nicht fair. Na gut, ich gehe auf. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. 5,2 Grad. Minimum heute Nacht. 5,2 Grad. Ja, Minimum. Und jetzt in der Früh hat es 7. Und es ist aber nicht so schlimm, wie wir es dachten. Es gibt keinen Wind, das ist echt angenehm. Und es ist so ruhig hier. Man hört nichts. Man hört ganz entfernt mal vereinzelt ein Auto auf der Straße, die da hinten in ein paar 100 Metern kommt. Aber sonst ist es so ruhig. Guten Morgen, Gelsen. Dani hat Milch gewärmt und jetzt frühstücken wir noch. Und das Wasser gewärmt, weil das Wasser ist ja auch nur 5 Grad. Das ist ein bisschen kalt zum Trinken. Und es geht eben kein Wind, also das ist überhaupt kein Problem eigentlich. Genau, Jetzt und hier ein bisschen wärmer an, aber Heute geht's auf nach Bodø. Norwegen. Wir werden heute sowohl Schweden verlassen, als auch den Polarkreis kreuzen. Da haben wir einen netten Bewohner bekommen. Die ist richtig fett. Aber es schaut nicht so aus, als wäre es eine Kreuzspinne. Es schaut auf jeden Fall eine Kreuzspinne sehr ähnlich. Das ist mein Finger im Vergleich. Ja. Sie waren keine harmlosen Mitchis, sondern richtige Gelsen, die so fingernagelgroße Dippel bei mir hinterlassen. Wir putzen jetzt noch Zähne und dann geht's los. Naja, das Dachzelt noch. Und dann geht's los. My hands are yours, 'cause I've no right to use them. And take my mouth too, I've nothing to say. You wanna fly with some of the ground. I thought a girl like you was born to be mine. To the end of times.
be free, but when you fall in my arms. You wanna fly over some of the grounds. I thought a girl like you was born to be Nach Bodø wollen wir heute noch. 292 Kilometer to go. Das ist jetzt 1:15. Das geht sich super aus. My hands are yours, 'cause I don't know how to pray to make you stay. Don't know what to say. You wanna fly over some of the grounds. Da hinten gibt es so Steinfelder und das schaut so skurril aus, aber es schaut sehr natürlich aus. Und ich glaube, aus der Luft schaut das recht interessant aus. Das würde mich echt interessieren, wie das zustande kommt und was das ist. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal vom Straßenrand gesehen. Und da gleich neben der Straße ein riesiges Steinfeld. Und dazwischen wächst nichts. Also ich meine, es steht ein bisschen Wasser, aber da drüben steht zum Beispiel auch Wasser und da wächst was und das sind nur Steine. Also das würde mich echt interessieren, wie sowas zustande kommt von der Natur. Und diese unendliche Weite, das ist so schwer zu beschreiben. Und es ist so still. Und man hört Autos schon ca. 1 Kilometer, bevor man sie sieht. Und LKWs noch früher. Weil es einfach so leise ist, man jedes Geräusch hört. Man sieht noch nicht mal die Lichter, aber man hört es schon. Das ist sehr beeindruckend hier. I thought a girl like you was born to be mine. Wir machen jetzt Mittagspause am Polarzirkel, Polzirkel. Und ja, wir haben wieder Fischstäbchen und Gemüse. Ich weiß nicht, wieso wir nicht früher drauf gekommen sind, aber wir können Sachen aus dem Tiefkühler kaufen und dann einfach am selben Tag machen. Ja. Und wir haben uns so super hingepackt, dass wir jetzt quasi einen erweiterten Tisch haben. Das ist auch super. Wir haben unser Dach gewechselt, weil es angefangen hat zu regnen. Wir sind ja beim Polarkreis und das ist in der Nähe vom 66. Breitengrad. Also es sind 66 Grad, 33 Minuten und 55 Sekunden. Und es ist eben der Breitengrad, wo es im Sommer die Mitternachtssonne gibt. Und im Winter gibt es die Polarnacht, wo die Sonne gar nicht aufgeht. Also sie kommt so kurz bis unter den Horizont sozusagen und dann geht sie ja wieder runter. Das ist eben, weil wir so weit nördlich sind. Ja. Weiter weiß ich nicht. Naja, ich weiß schon weiter. Ich habe Astronomie studiert. Aber das kann ich jetzt nicht erklären, weil das wäre zu kompliziert. Daniel hat schon die Scheiben wieder geputzt, weil es ja regnet. Und jetzt geht's weiter. My hands are yours, 'cause I don't know how to pray to make you stay. Don't know what to say. You wanna fly over some of the grounds. I thought a girl like you was born to be mine. To the end of times. Wir haben jetzt gleich 170.000 Kilometer und ich glaube, es gibt keinen schöneren Ort, wo man die überschreiten kann. Himmel auf die Seite. Dani fliegt gerade wieder mit der Drohne und ein Paar aus Norwegen hat das gesehen und hat angehalten und gefragt, ob er jetzt fliegen wird und ob sie sich das vielleicht ansehen können. Und er macht das Video, wo man dann den Fluss und alles sieht. Und ja, jetzt schauen sie es gerade gemeinsam an. Sein älteres war so nett.
to the end of times. Perfekt. Wir haben wieder mal einen sauschönen Platz gefunden. Und wir wärmen uns gerade unsere Füße. Es schaut zwar nur noch nach einem Häufchen aus, aber es ist echt warm. Also das Näheste, was man rangehen kann, ist so. Generell sind wir jetzt sehr schön aufgewärmt durch das Feuer. Es hat echt gut gebrannt. Und sonst ist das unser Ausblick. Und es klart gerade auf. Das ist einerseits super, wenn es morgen auch noch klar wäre. Andererseits wäre es blöd. Weil es dann kalt wird. Genau. Vorhin haben wir 2 Deutsche in einem VW Caddy getroffen. Sie wollten noch auf die Lofoten. Genau, sie wollten auf die Lofoten. Sie haben gemeint, ja, ihnen ist jetzt zu kalt und sie fahren jetzt wieder Richtung Süden. Und wir wollen noch auf die Lofoten. Und Und bei uns hat das 5 Grad. 5 Grad, ja. Aber gut, wir sind auch wirklich gut ausgerüstet. Jetzt beginnt es gerade so. Tröpfeln. Tröpfeln, ja. Natürlich. Aber Dachzelt steht schon. Dani richtet gerade oben unsere Schlafsäcke und er macht eine richtige Wissenschaft draus, damit uns ja nicht kalt ist. Also wir haben jetzt irgendwie einen Schlafsack als Unterlage, dann jeder einen Schlafsack und dann einen noch oben drüber. Und eine Kuscheldecke und unsere ganze Skiunterwäsche. Und ja, wir werden nicht erfrieren. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig ist nämlich, dass man quasi jetzt so die erste Nacht, wo es halt so richtig kalt ist, weil ich meine, das hat jetzt schon 9 Grad am Abend. Das heißt, es wird sicher unter 5,2 haben, was wir gestern hatten. Dass wir kein Trauma bekommen, meinst du? Genau, und dass wir halt dann quasi noch so Motivation haben, weil wenn uns heute urwarm ist in der Nacht, dann sind wir so voll motiviert, jetzt noch eine Woche auf den Lofoten zu bleiben. Und wenn uns heute aber kalt ist, weißt du, dann ist es halt so, müssen wir jetzt wirklich auf die Lofoten oder machen wir das jetzt noch schnell und dann fahren wir weiter. Ja. Und ich glaube, wenn uns wirklich nicht kalt ist, dann sind wir voll motiviert. Das ist mein Plan. Na gut. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Geht schon? Okay, also, wir sind ja beim Polarkreis.